Willkommen zu Etappe 11. Wieder eine relativ kurze Etappe. Es werden die letzten Stunden in der dritten Nacht für mich werden auf dem Rad. Und in Voucher hatte ich mir eine private Unterkunft besorgt, um dann nochmal für ein paar wenige Stunden etwas zu schlafen. Und es geht jetzt von Tintin-Jacques nach Voucher. 61 Kilometer gerade mal. Relativ flach, gerade mal 400 Höhenmeter. Haben also jetzt Dienstag, die letzten Minuten vor Mitternacht. Insgesamt sind wir bei 50 Stunden bei Kilometer 867 und haben jetzt den Start hier ab Tintin-Jacques zu Etappe Nummer 11. 1 Stunde 5 habe ich hier gebraucht. Hab so ein bisschen Powernapping probiert. Hab dann auch nur eine Suppe gegessen und auf dem Treck davor so ein Snickers. Wir haben jetzt kurz vor Mitternacht. Warte mal, ist die Lampe um? Ja. Also jetzt haben wir kurz vor Mitternacht. Und die Strecke ist knapp über 60 Kilometer. Aber bei den ganzen Bergen hier und so kaputt wird das wieder ein paar Stunden dauern wahrscheinlich. Aber ich sollte Glück haben. Ich werde 2 oder vielmehr 3 Fahrer finden, mit denen ich fast die gesamte Strecke fahren werde. Und die vorwegfahren, schönes Tempo machen und ich dann dahinter fahren kann. Wird also doch 2,5 Stunden nur dauern. Und dann kann ich ins Bett, bisschen duschen und ein bisschen was essen. Und das ist wieder Aiden aus UK mit seinem Trike, der auch auf der Bike Show seinen Trike gezeigt hat und wie man darauf fährt, gerade in Kurven. Werden wir hier jetzt auch gleich erleben. Wir werden ein bisschen schneller nachher fahren. Ein Tandem und ein Trike. Dann legt er sich immer so schön raus, damit er nicht umkippt. Also kurz nach Mitternacht mittlerweile. Und so ziehen wir doch in so einer kleinen Gruppe erstmal über die stockdunklen Straßen Nordfrankreichs. Da sind die beiden zu sehen. Vielmehr 3 Fahrer aus Kanada, Nigel und Didre. Und dahinter dann Aiden aus UK. Und mit dem Tandem, die werde ich jetzt komischerweise immer wieder sehen, machen wohl ähnlich Schlafpausen wie ich. Und wir werden da ins Ziel zusammen einfahren. Und die ersten 10 Minuten jetzt im Video sieht man halt, wie wir hier nachts mit wenig Licht, etwas verwackelte Bilder dadurch, bisschen Gerausche. Hier so relativ normale Straßen mit vielen Kreiseln durchfahren werden. Und ich war auch ziemlich kaputt, also es war Zeit mal wieder etwas schlafen zu können und den Körper ein bisschen erholen. Da sieht man so schön, wie er sich dann immer bei jeder Kurve immer rauslegen muss, damit er halt nicht umkippt. Und das Tempo ist ja noch gemäßigt. Ich habe das bei ihm auch immer gesehen. Das war 2019, wo wir richtig schnell gefahren sind, so bergunter, und dann musste er sich wirklich ganz extrem rauslehnen. Ja, die beiden Kanadier haben ein schönes Tempo vorgelegt. Aiden dann dahinter und dahinter dann ich. Ab und zu haben wir ein paar angeschlossen, die dann hinter uns waren, aber die dann irgendwann auch wieder abrissen. Also wir 4 werden halt lange Zeit jetzt zusammenfahren durch diese stockdunkle Nacht. Nach ein paar Metern ist einem auch wieder warm. Ging jetzt also erstmal ein bisschen leicht bergab. So konnte man doch ein bisschen rollen mit über 40 Stundenkilometern. Na, viel zu sehen gibt es da nichts. Man trottet dann halt den Leuten zuvor hinterher.
50 Minuten für 20 Kilometer und sind jetzt bei 53 Stunden für die 886 Kilometer. Und weiter geht's an anderen vorbei. Immer wieder sehe ich, dass Aiden sich so rauslehnt. Ein Kreisel nach dem anderen. Und er hat da wirklich gutes Gespür für gehabt, also mit seinen Hinterreifen, dass er da nicht an diese schrägen Bordsteine fuhr. Da habe ich auch gedacht, da hat er wirklich gutes Gefühl, denn die hätten ihn vielleicht zum Umkippen gebracht, den falschen Impuls gegeben. Aber da konnte er wirklich ein paar Zentimeter knapp vorbeifahren. Und dann stand da doch nachts wirklich Support. Da haben dann einen Tisch aufgebaut. Hätte man wirklich anhalten können, sich da ein bisschen versorgen lassen können. Und die Kanadierin hatte immer ziemlich tief den Kopf unten. Also so viel hat die gar nicht gesehen. Mittlerweile 1:15. Geht wieder längere Zeit jetzt einen kleinen Anstieg hoch. Und dann wieder bergab. Tempo wird wieder höher gehen. Und ich war echt heilfroh, dass ich die beiden hatte und die so schönes Tempo vorgegeben haben. Mittlerweile kurz vor 1. Und das war wirklich die Strecke der Kreiselverkehre. Da war ein Kreiselverkehr nach dem anderen. Und ich wusste, in Boucher wartet ein Bett auf mich und eine warme Dusche und eine Steckdose, an die ich ganz beruhigt meine ganze Elektronik hängen konnte, dass mal wieder alles aufgeladen wird für den Rest der Tour. Und mein Gastgeber hat wirklich angeboten, weil ich dachte erst, ich schaff's früher nach Boucher, dass ich ihn wecken kann, dass er mich dann reinlässt. Also knapp um 2 Uhr will ich da ja dann ankommen. Und wieder bergab. Mit 50 Rollen, im Windschatten von einem Trike-Fahrer und dem zuzugucken. Wachzeitraum, vielmehr Aktivphase jetzt seit 21 Stunden. Und das sind auch die letzten Bilder jetzt von der Fahrt in der Nacht. Das hat sich dann doch immer wiederholt. Ich sah ja nur meine beiden Vorfahrer. Und mit den beiden Pacemakern habe ich die Strecke dann doch trotz der Vorbelastung und Übermüdung relativ schnell geschafft.
2,5 Stunden habe ich dann für die 60 Kilometer gebraucht. Durchschnittsgeschwindigkeit waren 23,7, Durchschnittspuls nur 121. Und dann ging es für mich dann kurz von der Strecke runter. Mein Gastgeber wohnte da also fast an der Strecke in Vauvert. Und wie er mir angeboten hat, soll ich ihn dann wachklingeln, stand also vor seinem Haus, habe ihn angerufen. Er ließ mich rein, hatte auch schon Essen vorbereitet, konnte da aber nur ein bisschen von essen, gab also ein bisschen Salat, hatte irgendwie noch ein Baguette gegessen. Und dann ging es für mich unter die Dusche, war wieder eine reine Wohltat, mal wieder alles abzuspülen, einmal warmes Wasser auf der Haut zu haben, das dann direkt vorm Bett. Bin da dann reingefallen, war wieder in wenigen Sekunden weg, hatte mir dann den Wecker gestellt. 3 Stunden habe ich mir gegeben, habe also 3 Stunden tief und fest geschlafen. Und für mich wirklich wieder ein Wunder, wie erholt man denn noch nach 3 Stunden man wieder aufwacht. Dann hatte ich morgens mit meinem Gastgeber noch gefrühstückt. Für mich gab es dann Müsli, Obst, Salat, Kuchen und dazu Kefir. Und dann ging es wieder raus. Gab noch ein Erinnerungsfoto von meinem Gastgeber mit uns beiden auf der Straße. Und dann ging es zurück auf die Strecke. Guten Morgen, 3. Tag. Starte seit, 2-3 Minuten hier in Forgues. Und wir haben knapp, 7:30, glaube ich. Und ich habe 3 Stunden geschlafen. Allerbest mit Dusche, mit Frühstück gehen, das ging gut zu essen. So. Oh. Ja, und ist hier gleich der Checkpoint und dann geht's heute nach Hause. So. Also die letzten Meter vom Kontrollpunkt in Vauvert, dem Standort mit den vielen Flaggen im Saal. Da muss ich lang, geradeaus? Nee. Ist das hier, ne? Oder? So. Genau. Ja, haben sie wieder abgesperrt, eine Einbahnstraße draus gemacht, dass also alle Radfahrer da ganz gefahrlos auf die Straße kamen. Und dann ging es wieder diese lange Auffahrt hoch. Wieder schön getrennt, dass sich die Radfahrer da nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Und da war wieder Dave. Der hat ja auch irgendwo geschlafen. Hat sich wieder auf die Socken gemacht. War jetzt also 20 Minuten vor mir. Oh, das war eben der Brite, der gestern so viel Druck und toller Pacemarker war. Aber der ist auch nicht weiter. Der hat auch länger geschlafen, obwohl der deutlich schneller fährt. Und zwar vorne. Ja, einmal piepen lassen. Ging also wieder über die Kontrollmatten. Wieder in diesen wunderschönen Checkpoint rein. Haben also 8 Uhr. 8 Stunden 15 hatte ich jetzt mit der Pause da gebraucht. Und verwundert war ich dann doch, wie viel Zeit nebenbei weggeht, nämlich fast 3 Stunden, die man dann irgendwo sitzt und was isst und duscht und irgendwie was vorbereitet. Also 6 Stunden war ich da, habe da dann nur 3 Stunden wirklich reine Schlafzeit gehabt. Stempeln, sofort weiter. Vielleicht Eier. Ein paar Fotos. Das muss natürlich sein. Hi, bonjour. Also wieder der Stempel. Dann wollte ich hier nur ganz kurz gucken. Ein paar Eindrücke bekommen und dann sollte es auch schnell wieder aufs Rad gehen. Hier kann man Luggage hinbringen lassen oder hier lassen. Weil die haben, ich glaube, die haben alle ihre Gesichter bedeckt. Ja, ich finde es ja echt beneidenswert, wie die das hinkriegen, sich da zu erholen. Ich könnte da nichts und das wäre für mich nicht erholsam. Aber es ist eine schöne Halle hier, die sie dann... Also ich hatte das 2019 auch mal probiert, da in diesem Standort mich da auszuruhen, für eine Stunde mich unter so eine Rettungsdecke, die da überall noch herumlagen,
zugedeckt, aber das hat nicht wirklich Erholung gebracht. Also auf dem harten Fußboden. Diese Folie war nachher auch wirklich klitschenass durch das ganze Kondensat, was sie da gebildet hatte. Also Erholung ist für mich was anderes. Und Erholung ist mega wichtig, meiner Meinung nach. Aber einige schaffen das scheinbar so. Einige fahren dann ja auch ihre Velomobile rein und stellen die da dann hin. Optisch ja wunderschön. Dann schlafen sie da. Nehmen irgendwas oder decken sich jetzt hier mit diesen Folien zu. Nehmen dann irgendwie ein paar Klamotten, um da ihren Kopf drauf abzulegen. Also ich finde das ja wirklich zu schön. Ja, dann mit dem Velomobilzug wieder los. Und während die einen auf der einen Ecke schlafen, frühstücken die anderen auf der anderen Ecke. Und hier mit diesen wunderschönen Flaggen. Und das sind jetzt ein paar Bilder von dem ersten Morgen, wo ich da war. Das war ja nach 292 Kilometern, auch um 8:10 Uhr. Und dann diese Bilder hier, da 2 Tage später auch wieder morgens 8:10 Uhr da gewesen, nach 928 Kilometern. Und irgendwie das gleiche Bild. Leute mögen das hier, sich da auf diese freie Fläche zu legen. Ja, und dann irgendwie zu erholen. Füße hoch. Also ist schon interessant, wie die Gesichter dann ausschauen und wie sie es schaffen, da auf dem Stuhl seitlich angelehnt oder im Sitzen zu schlafen. Ein paar Fotos gemacht. Ich würde es einfach nicht hinkriegen, glaube ich. Wenn die alle oder im Sitzen hier nicken die vorm Tisch einfach weg. Powernappen halt. Genau. Aber auf dieserlei Essen habe ich keinen Hunger. Ich habe eben Melonen gehabt. Ja, da in der Dusche war auch noch einer. Da hat er ein bisschen mehr Ruhe. Und dass er nicht runterfällt von der Bank, dann ein Bein abgewinkelt, unten abgesetzt. Dann schlafen auf den Bänken, bei den Duschen mehr. Ach ja, vielleicht ein bisschen ruhiger. Und man hat unterwegs auf der Straße einfach mehr Spaß, wenn man so ein bisschen ausgeruht ist, hin und wieder mal. So ging es dann wieder raus. So, die starten. Ja, ich mache dann immer mal wieder mit dem Handy Aufnahmen. Aufnahme starten. Haben also 20 nach. Bei dem Kontrollpunkt gerade mal 20 Minuten Pause gemacht. Und es geht weiter zu Etappe 12. Hier von Voucher, einem wirklich sehr schön der Stützpunkte. Hatte also insgesamt mit meiner Übernachtung in Voucher 6 Stunden, 10 Minuten Pause gehabt, davon 3 Stunden reine Schlafzeit. Gegessen hatte ich hier ja nichts und vorher mein Müsli, Obst, Salat und Kuchen gegessen. So, fährt sich so schön, wenn man ein bisschen geschlafen hat. Die Energie ist wieder da. Die Frage ist nur, wie lang das bleibt. Bei mir nicht allzu lang. Weiß ich, spätestens nach 100 Kilometer wird das wieder losgehen, dass mir schlecht wird. Hier lang. Und es geht wieder auf eine klasse Etappe. Es geht nach Vilaine-la-Chouelle, ein meiner Top-Punkte, wo ich zum Glück jetzt ja im hochsommerlichen Mittag ankommen werde. Da ist mega Stimmung. Also von daher, von der Stimmung eigentlich der beste Checkpoint, den man haben kann. So, Brest geht, ja, hier lang. Da will ich mal nicht. Wäre zu schade, wenn man da in der Nacht durchfährt. Da ist wirklich Volksfest. Da kommen die Anwohner und feiern da die Leute. Ich glaube, da war auch das Fernsehen, zumindest waren professionelle Kameras aufgebaut.
das Ganze da immer kommentiert. Also ein paar schöne Momente hatte ich da. Vor allem, wenn man da reinfährt, wird man gefeiert wie so ein Popstar. Ganz, ganz toll. Ja, dann freut euch auf den nächsten Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.